Der große Ratgeber E-Bikes, diesmal aus Kaiserslautern mit Tobi und Lucien am Frühlingsanfang. Ich glaube es aber kaum, denn es ist frisch noch. Wir haben hier draußen gefühlte 11 Grad. Ja, ich glaube 11, 12 Grad haben wir heute. Ist noch ziemlich frisch, aber so langsam, man hört die Vögel zwitschern, es geht los. Ja, großer Ratgeber. Ihr habt alle Fahrräder, komm mal kurz neben mich, Tobi. Das ist ein Fully. Was ist ein Fully? Ein Fully ist ein vollgefedertes Mountainbike. Also du siehst, dass hinten die Schwinge gefedert ist und eben vorne wir auch eine richtig große Federgabel drin haben. Hier sogar richtig, richtig groß. Hier haben wir ein Enduro-Modell, das ist Stevens E-Inception 871. Und da haben wir ja schon die gehobene Ausstattung, also ein Carbonrahmen, richtig gute Anbauteile. Das macht richtig Spaß bergunter. Stevens Preisgefüge hier. Da sind wir bei 6.300 Euro. Man kann viel Geld sparen durch Bike-Leasing. Was ist das? Ist ein Leasing-Konzept, wo der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Rad zur Verfügung stellt. Funktioniert so, dass quasi die monatliche Rate vom Brutto abgezogen wird und je nach Steuerklasse sparst du halt bis 40%. Das ist Wahnsinn. Also die allermeisten leasen. Das Coole ist, du hast, auch wenn du jetzt nicht so viel Steuern zahlst, weil du vielleicht Steuerklasse 3 bist, 9 Kinder hast und so weiter, aber du kannst ja zumindest mal eine fast kostenlose Finanzierung rausschlagen. Aber da habt ihr im Moment auch eine Aktion. Man kann kostenfrei, also mit 0% finanzieren bis Mitte Mai. Genau, bis Mitte Mai vorerst, wobei es da wahrscheinlich noch eine Folgeaktion geben wird. Lucia, was ist deine Aufgabe hier? Hi Sven, ich bin Geschäftsführer und Inhaber vom Fahrradgeschäft Konrad. Ich bin Geschäftsführer und du auch, oder? Ja, ich auch. Du auch, ja, das ist so. Ja, ihr habt einen Laden übernommen vor 2 Jahren. Den gibt es demnächst, nämlich nächstes Jahr, insgesamt 30 Jahre. Und die Besonderheit hier ist, ihr seid einer der ältesten Riese und Müller Erlebnisstores. Jetzt werden viele sagen, ist mir doch egal, ob ihr Erlebnisstore seid, ob ihr Riese und Müller Händler seid. Aber Riese und Müller, das ist eine kleine Seuche, die sich gerade in ganz Deutschland ausbreitet. Immer mehr Leute wollen Fahrräder von Riese und Müller. Warum denn gerade von Riese und Müller? Verarbeitungsqualität ist absolut der erste Punkt. Dann das Design, sieht man auf den ersten Blick, das sind keine Rahmen von der Stange, sondern quasi Eigenproduktionen von Riese und Müller. Gerade so, ne, dieses bisschen gröbere, bisschen massivere, wo man die Schweißnähte noch sehen darf. Das ist so richtig typisch Riese und Müller. Kommt unheimlich gut an. Die Räder sind von bester Qualität. Sind nicht günstig. Also wenn wir es im Automobilbereich vergleichen, sind wir wahrscheinlich irgendwo so bei Mercedes oder so. Sag mal, kann das sein, dass die Leute diese Fahrradcops auch Riese und Müller fahren? Habe ich tatsächlich schon in größeren Städten öfter mal gesehen. Eine Flotte von Charger 3 Modellen waren das tatsächlich noch. Die fahren nämlich 45 km/h. Riese und Müller hat auch Fahrräder mit Kennzeichen. Da kann man sogar ein großes Kaiserslauterner Kennzeichen drauf machen bei den 45 km/h. Habe ich probiert und ich fahre demnächst mit Saarbrücker Nummer rum auf einem E-Bike. Das geht. Ja, das Versicherungskennzeichen brauchst du dann sogar bei den Nein, 45. nein, ein Großkennzeichen. Okay, ja. Du kannst das freiwillig zulassen. Bei der Zulassungsstelle kriegst du eine THG-Prämie, in dem Fall einige 100 € im Jahr noch zurück. Ah, ich verstehe die Motivation, ja. Ja, und dann hast du hinten eine Saarbrücker Nummer drauf auf dem E-Bike. Muss man nicht haben, geht aber. Das ist witzig. Thema E-Bike, ihr macht das jetzt schon sehr lange. Kauft ihr noch normale Fahrräder ohne Motor? Ja, tatsächlich schon. Da sind wir so im sportlichen Bereich relativ gut unterwegs. Also alles, was Gravel und so Cross-Country-Fully ist, aber auch so normales Hardtail, die sind immer noch gefragt. Ja, du bist normalerweise, eigentlich hast du nur eine Aufgabe hier. Du bist Testfahrer, professioneller, fährst eigentlich fast alle Fahrräder Probe. Aber nee, da ist viel zu tun. Einkaufen, großes Thema? Ja, also Einkauf, das muss echt wichtig, das ist eine wichtige Sache, man muss das mit fundierten Bildern und Wissen und Informationen machen, weil das ist, man kauft ja schon für viel Geld ein. Und naja, ob die Sachen dann auch in der Saison funktionieren, ist immer so eine Frage. Also es ist tatsächlich. Nachher bleibt man drauf sitzen, weil du Genau, hast ja die nichts Sachen, auf Kommission. Die Sachen sind nicht auf Kommission. Die Sachen, die hier alle stehen, sind uns. Die haben wir Die gekauft. habt ihr bezahlt. Ja. Genau, ja. Und wenn man da einen Griff ins Klo macht, dann hat man halt, ja. Ist das eine Gefahr bei Riese und Müller, der große Griff ins Klo? Weil es wird wahrscheinlich nicht jedes Modell gleich stark einschlagen, aber die haben mittlerweile ja für alles ein eigenes Modell. Genau, also alles, was irgendwie im Trekking-Bereich unterwegs ist, hat Riese und Müller das richtige Rad für. Trekking, was ist Trekking? Trekking ist quasi, ich fahre die Mosel entlang, ich mache meine Radreise, alles Mögliche, was halt mit längeren Strecken zu tun hat, wo ich ein bisschen
solidere Ausstattung braucht als jetzt Schutzblech, Licht. als in der Stadt selbst, genau, Schutzblech, Licht, alles, ja, Gepäckträger, ne? Und deshalb auch Erlebnisstore. Das bedeutet einfach nur, dass man bei uns jede Modellgruppe von Riesenmüller ausprobieren kann, dass wir alles bestellt haben, alles da haben zum Probefahren, weil wir eben davon überzeugt sind und ja, kommt auch sehr gut an. Lastenräder auch ein großes Plus von Riese und Müller. Lucien zieht uns mal gerade ein Lastenrad raus. Die haben tolle Farben, also sehr stilsicher, was die Farben angeht, sehr viel Mattlacke, aber auch viele Kontrastfarben, die mit dabei sind. Design ist ein Mega-Thema für viele, oder? Ja, ist auch wichtig, gerade bei so ein bisschen höherpreisigen Produkten, die man dann ja auch über Jahre hat. Da will man schon, dass es gut aussieht. Hier haben wir jetzt das Multicharger, wo dann Frontloader und Gepäckträger mit diesem Senfgelb quasi akzentuiert sind. Gibt es auch in Schwarz, wer es dezenter mag. Bei Riese Müller ja ein Riesenthema. Ich kann mir alles immer durchkonfigurieren. Hier haben wir es jetzt mal ein bisschen auffälliger gemacht. Finde ich super schick. Spannend ist ja auch immer, wir machen ja dann Videos, wo dann ein Lastenrad mal schnell 7.000, 8.000 Euro kostet. Jetzt haben wir hier ein ausgewachsenes Lastenrad, wo wir aber die Multicharger GT Lite Version haben. GT ist schon mal für ein bisschen besser, ne? Breitere Reifen und dickere Gabel, aber die Lite Version heißt halt, wir haben jetzt nicht Top of the Pops alles drin. Zwar das Neon, aber wir sind bei einem Preispunkt von noch unter 5,5. Hört sich jetzt trotzdem noch nach viel an. Ist das so eine Grenze, die magisch ist, unter 5,5? Beim Leasing ist manchmal die Grenze so bei 5. Also es gibt jetzt, also nicht meines Wissens eine magische Grenze bei 5,5, aber manche Leute sagen, boah, jetzt bei 5, 5,5, 6, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ne? Kann man auch verstehen, weil, ja. 11.000 Mark. Ist ja eine Menge Geld. Aber es ist nicht mehr das Fahrrad, was man von früher kennt, wo ich vielleicht mit dem Herkules Fahrrad dann zur Arbeit gefahren bin ohne Motor, sondern wir haben hier ein richtiges Kraftfahrzeug, in dem Fall eher vergleichbar mit einem kleinen Moped, oder? Ja, und selbst da fällt mir kein Vergleich direkt ein, weil ich habe hier massive Lademöglichkeiten vorne und hinten. Kinder könnte ich drauf machen? Ja, klar. Also gibt es auch mit Passenger Kit. Da hast du dann eine Reling, eine Fußbank mit dran oder optional auch einen Griff hinterm Sattel. Lässt sich alles konfigurieren, wie man das möchte. Kann man sich ja gerne mal anschauen. Gerade so als Family Bike ist es auch echt beliebt. Willst du wirklich deine Kinder mit so einem Rad fahren aus dem Katalog oder aus so einem Nee, natürlich nicht. Für 15 Aus dem Katalog für 1.500 Euro niemals. Mein Kind auch nicht. Ja, ich weiß nicht, bei dem Ding 175 Kilo, hier ist alles massiv, Doppelkolbenbremse, dicker Motor, starker Motor, dicker Akku. Ja. Das Einzige, was fehlt bei Riese und Müller, sind Kinderfahrräder? Oder haben die schon welche? Nee, aber da haben wir ja von WUM einiges da, also die. Nein, jetzt nicht bei euch, aber Riese und Müller. Aber vielleicht, wenn die meine Videos gucken, vielleicht sagen sie ja dann, hey, coole Idee, haben wir noch gar nicht dran gedacht, an Kinderfahrräder. Das ist jetzt so ein typischer Rahmen, Marke Studienrad, aber ihr sagt, das ist auch ein Riesensegment. Das sind schnelle Fahrräder auf der Straße, die aber doch einiges abkönnen. Genau, das ist so ein klassisches Commuterbike. Das Roadster ist, wie der Name schon sagt, hauptsächlich für die Straße gedacht. Mit der Gravel-Bereifung, die drauf ist, kann man auch Schotterwege ohne Probleme fahren. Super beliebtes Rad, ist sehr schnell, hat auch den CX drin. Also schnell heißt, du bist regelmäßig über 25 km/h hier, oder? Genau, du benutzt quasi den Motor hauptsächlich zum Beschleunigen, hast dann wenig Rollwiderstand, Motor koppelt aus und du kannst halt im Alltag einfach auch schneller fahren mit eigener Muskelkraft. Gelingt hier sehr, sehr schnell mit dem Rad. Ja, viele Hersteller, gerade in diesen Premium-Segmenten, wo Riese und Müller ja jetzt drin ist, die haben es nicht geschafft, genug Fahrräder zu bauen. Das ist bei Riese und Müller ein bisschen anders. Die haben in Windeseile ihre ganze Kollektion massiv ausgebaut. Wenn wir da mal hinter uns gucken, das ist jetzt eine ganz neue Generation von Riese und Müller, nicht mehr so panzermäßig, sondern ein bisschen graziler. Genau, wesentlich graziler, das ist die neue Urban-Reihe. Da sehen wir auch schon, das Logo unterscheidet sich so ein bisschen vom normalen Riese und Müller. Hier haben wir das Und-Zeichen einfach nur noch. UBN ist die Abkürzung, die hier gewählt wurde für das Urban. Gibt es in verschiedenen Varianten, wie man das gewohnt ist. Sehr leichtes Rad, Fazua Ride 60-System. Also ist auch ein Motor drin hier. Ist auch ein Mittelmotor drin, unter 20 Kilo. Den siehst du gar nicht. Das ist ein neuer Trend. Weniger ist mehr. Nicht mehr so auffallen. Den Akku siehst du gar nicht mehr. Hier würde man gar nicht groß auf die Idee kommen, dass hier ein E-Bike drunter ist, oder? Also man sieht es nur noch auf den zweiten Blick und meistens die Kenner, die Leute, die gar nicht so viel mit E-Bikes am Hut haben, sehen das gar nicht mehr, dass es da sich um E-Bike handelt, weil früher die Räder hatten eine Downtube auch, die so ein bisschen breiter war. Und vom Tretlager siehst du es eh nicht mehr, weil das also richtig schön, Tobi. Guck mal hier hin. Die Farbe immer sehr stilsicher, das Grün. Aber das gibt es meist in zwei Farben, oder?
Ja, du hast die Möglichkeit, das in verschiedenen Farben zu bestellen. Bei der Rahmenform haben wir jetzt schwarz und grün. Und ich muss sagen, ne, also man sieht schon, das Grün trifft meinen Geschmack. Ja, zeig nochmal. Ach so, du wolltest lustig Ich habe sein. exakt die gleiche Farbe an den Schuhen. Ne? Ah, ich verstehe. Gut. Also da ist es. Das ist jetzt was ganz Neues, denn nicht mehr ganz so brachial. Wir werden gleich sehen, die bauen ja auch Fullies, also richtige Fullies. Hier vorne sieht man ein rotes Fully. Rot ist ja so eine Farbe, fast eine Signalfarbe, die Riese und Müller groß gemacht hat. Also dieses Rot war eine Zeit lang eigentlich die einzige Farbe, die du verkaufen konntest bei Riese und Müller, weil alle gesagt haben, ich will genau das Rot. Ja, bei Riese Müller ist es tatsächlich so, entweder du willst ein sehr schlichtes, dunkles Rad oder bitte auffällig. Das hier wäre die Variante auffällig. So, das ist was Besonderes. Ist das ein Vario, oder? Genau, das ist ein Vario mit der Enviolo Tracking, 380% Übersetzungsbandbreite. Und hier ist auch schon alles für die Adventure Tour drin. Ich habe ein Fully, ich habe ein großes Navi-Display mit dem Neon, den dicken Scheinwerfer, wo Fernlicht ist, Dropper-Post, den Ergon-Sattel. Also an dem Rad muss ich nichts mehr machen. Ich habe sogar ein Bremslicht. Also, Kannst du dich machen? ja. Bremslicht mit drin. Dann ist es vollgefedert, aber nicht so, wie man das kennt, sondern die Anordnung des Dämpfers ein bisschen anders. Ja, der Dämpfer liegt hier tatsächlich in einem schrägen Winkel, der so ein bisschen die Linienführung vom Gepäckträger mitmacht. Funktioniert aber genauso, wie wenn wir ihn jetzt halt irgendwie horizontal angebracht hätten. Besonderes, wir haben ein vollgefedertes Rad mit Gepäckträger. Ist bei Autos ganz normal, bei Motorrädern auch, aber bei Fahrrädern nicht. Ja, bei Fahrrädern hast du dann, vor allem wenn du einen Gepäckträger hast, hast du den oft an der Schwinge montiert. Das heißt, das Gepäck federt quasi jeden Stoß mit. Hier ist halt der Gepäckträger fest mit dem Rahmen verbunden. Das ist tatsächlich was Besonderes. Ja, das ist krass, habe ich noch nie gesehen. Also normalerweise ist das entkoppelt, das heißt, das Gepäck kommt ja auch regelmäßig näher, je nachdem, wie tief der Federweg ist. Genau, das passiert oft und gerade wenn man die Taschen gut vollgeladen hat, ist dann, wenn wirklich mal ein kleiner Sprung drin ist, da fliegt die Tasche ordentlich hoch, haben wir hier natürlich dann nicht. Man sieht halt auch von vielen Herstellern, dass das jetzt mittlerweile nachgemacht wird, dieses Fully-Tracking-Rad-Konzept, wo der Gepäckträger so schwebend hinten dran ist. Dreh's mal bitte um 180 Grad, dann zeigen wir noch eine schöne Sache, die wird man hier immer wieder finden. Das ist auch ein neuer Trend. Immer mehr Fahrräder haben keine Kette mehr. Genau, also Carbonriemen, wie er hier verbaut ist, wird immer beliebter, gerade im Trekkingbereich, ist quasi wartungsfrei. Da kannst du 20.000 Kilometer mitfahren, ohne das Ding tauschen zu müssen. Es wird nicht wirklich schmutzig, weil du kein Fett brauchst für dran. Super Sache. Also hier ist alles eingebaut, sogar das Schloss ist schon mit drin, aber nicht irgendeins, sondern ein ganz tolles Schloss, nämlich ein Abus Bordeaux, hat seinen festen Platz. Besser kann es kaum sein, ne? Ja, es ist super clean hier dran geklipsert, ne? Hast immer dabei, ist hier noch ein bisschen gummiert und dass es wenigstens hier zack irgendwo dran machen kannst. Was man öfters hört, ist halt, dass es bei einem Super Delight, ne, wo dann halt der doppelte Akku oben drüber noch ist, dass es das gleiche Bordeaux ein bisschen zu kurz ist, aber da kriegt man auch. Achso, das Schloss ein bisschen zu kurz. Ja, man kann ja zwei kaufen, die kann man miteinander verbinden. So habe ich es übrigens gemacht, bis zu 3 Stück kannst du miteinander machen. Du kannst ja auch miteinander verbinden. Du kannst ja das andere Schloss in das andere reinstecken. Das meinte ich doch. Ah, okay. So, jetzt guck mal hier. Ich wusste gar nicht, dass du das so raffiniert schon Ich bin super raffiniert, wenn es darum geht, Leib und Leben zu schützen, zumindest mein Fahrrad. Guck mal, die Riese Müller ist aber auch ein riesen Zubehörlieferant. Ja. Das heißt, die haben eine unglaubliche Auswahl an Zubehör. Die haben alles. Du kannst dir da alles dazu noch drauf konfigurieren. Ja, das ist schon echt cool gemacht bei denen. Sag mal, ist das Körbchen da vorne auch von Riese Müller? Das ist ein Körbchen, gibt es auch als Back-Taschen hinten, wo du doppelt Körbe hinten links und rechts dran machen kannst. Und die sind sowas von massiv. Also so ein Ding will ich nicht an den Kopf kriegen. Sag das nochmal. So ein Ding möchtest du nicht an den Kopf bekommen. Das war platt. Gell. So. Komm, wir gehen mal weiter. Du kannst ja bei dem Fahrrad bleiben. Nee, bitte mitkommen. Riese Müller Erlebnisstore heißt, ihr habt euer ganzes Hab und Gut in Riese Müller investiert. Das trifft es eigentlich ziemlich genau, ja. Ja, ihr habt jedes Rad da und auch zum Testen. Hat sich das gelohnt, weil Leute kommen von wirklich aus ganz Deutschland mittlerweile zu euch? Genau, also tatsächlich, gerade am Wochenende haben wir dann öfter mal Gäste von außerhalb, die dann 1-2 Stunden hier sind, für sich das perfekte Traumrad zu konfigurieren. Und gerade bei so einer Preisklasse ist es auch verständlich. Also da willst du auch genau beraten sein.
So, Lieferzeit, ihr habt viele Räder sofort da. Das heißt, eigentlich kann ich fast jedes Rad, was hier ist, gleich mitnehmen. Du kannst alles, was hier ist, gleich mitnehmen und die Lieferzeit bei Riese und Müller auch sehr überschaubar. Gerade bei uns ist es extrem kurz, also so innerhalb von 4 Wochen haben wir eigentlich alles da. Auch die frei konfigurierten. Auch die konfigurierten, genau. Also normal dauert das, wenn man nicht Erlebnisstore ist oder wenn man nicht so viel, dauert das schon 2, 3 Monate, was trotzdem noch eine sehr schnelle Zeit ist, weil bei anderen Herstellern musst du 1,5 Jahre warten oder so. Wir zeigen mal bitte dieses Kompaktrad, denn das ist eine Revolution. Riese und Müller hat jetzt ein Kompaktrad. Nimm's mal bitte raus. Ja. Das Kompaktrad machen, das hier haben wir zum Beispiel auch ziemlich oft, das Super Delight. Haben wir auch schon ein paar Mal auf deinem Kanal gezeigt, mit Doppelakku, ne, wo der Weltenbummler auch Dennis mit rumfährt. Ne? Ja, 2 Akkus drin. 2 Akkus und wir haben dieses Rad. Also ich weiß nicht, wie oft wir es da haben, aber bestimmt 6 Mal in verschiedenen Farben und Größen. Rohloff, 11.000 €. Ich glaube, das hat auch nicht so jeder so bei sich stehen. Das heißt, wenn jemand auf sich für so spezielle Modelle interessiert, Größe und alle Farben bei uns immer da. Ja, das heißt, ihr könnt auch modifizieren, das werden wir gleich sehen. Bei dem Fully hat der Kunde gesagt, hätte ich gern das und das noch dran. Das geht, aber hier dieses Kompaktrad, großes Thema ist ja Kompakträder, verfügt über einen verstellbaren Vorbau, der auch noch versenkbar ist. Das heißt, du kannst die Höhe einstellen und den Winkel. Genau, kannst den Winkel einstellen, dafür vorne die 2 Klammern, die löste, dann hier den Schnapper zurück und dann kannst du halt den Winkel einstellen, kannst auch so zusammenpacken, wenn du das musst. Super bequeme Geschichte. Man kann auch den Lenker querstellen, das heißt, du kannst auch den sogenannten Reach einstellen. Das heißt also optimal nicht nur die Höhe für die Leute, die es benutzen, sondern auch die Länge, wenn einer etwas kürzere Arme hat zum Beispiel. Genau, so ein typisches Familienrad lässt sich auf jeden einstellen, fährt sich super, kommt jeder mit zurecht. So, Bosch Performance Line, du sagst, langt voll und ganz? Ja, auf jeden Fall. Also mehr als 60 Newtonmeter zu nutzen, das ist gar nicht so leicht. Da musst du schon sehr steile Berge hochfahren. Und hier haben wir ja eben kein Mountainbike. Und für spritzig zu fahren reicht das dicke. So, und das ist immer mehr am Kommen, werden wir gleich mal sehen. Das sind Kompakträder, die kann man nicht falten, aber man kann sie auf ein sehr kleines Packmaß machen. Das heißt, du kannst oben den Lenker ohne Werkzeug querstellen und kannst hier unten sogar noch Pedale einhängen, die man einklappen kann. Genau, da wird die Silhouette sehr schmal, passt dann wunderbar in einen Camper rein oder eine Fahrradgarage, wie auch immer. Ist das ein Statement, kleines Fahrrad mit kleinen Rädern für die Stadt? Ja, definitiv. Man sieht es auch immer öfter, gerade so in den Cafés. Nicht nur von Riese Müller, auch die Easys immer öfter. Also setzt sich durch. Gerade Frauen, die wollen oft keinen Panzer fahren. Wenn du mal gerade das rosane Fahrrad daneben nimmst, die Männer, die stehen ja immer, oder viele Männer, vielleicht sage ich es mal so, viele Männer stehen ja auf eine maskuline Form mit fetten Schweißnähten und hast du nicht gesehen, aber das ist die neue Serie, haben es eben schon berichtet, Urban von Riese und Müller. Und ist das nicht ein schönes Rad? Wunderschön. Also tatsächlich auch genau in der Ausstattung würde ich es mir konfigurieren. Mit einem Riemen, mit der Alfine 8-Gang-Schaltung, super smooth zu schalten, super leise. Ist eigentlich wartungsfrei, oder? Wartungsfrei, genau. Federgabel könnte man sich dazu konfigurieren, wenn man es möchte. Vorne, oder? Ja, genau, vorne. Ich würde es tatsächlich nicht tun. Ich würde mir die 500, 600 Gramm bis 1 Kilo würde ich mir noch sparen, unter 20 Kilo bleiben und durch die Reifen brauchst du auch nicht wirklich. Da ist auch dieser neue Motor aus dem Porsche-Konzern drin. Der heißt Fazua, kommt aus Bayern. Genau, also Fazua, daher kommt der Name, wurde mittlerweile von Porsche aufgekauft und die machen jetzt auch Mittelmotoren. Guck mal hier, ist das nicht mein geiles Schutzblech? Was ist denn das für ein Material? Da haben wir ein Stahlblech, wo die Lampe dann auch mit integriert ist. Mach mal bitte an, dass wir die Lampe mal sehen. Das ist so schön, dass Lucien gesagt hat, beim ersten Mal, als es kam, hat gesagt, das ist ja mal ein schönes Rad. Das ist wirklich ein richtig schönes Rad. Da warten wir auch, seit wir es auf der Eurobike gesehen haben, haben wir darauf gewartet, dass es endlich hier ist. Jetzt haben wir sie in allen Varianten da. Das Schöne daran ist, ein schönes Warte, mal hörte ich nicht jetzt. Das Schöne daran an dem Bike ist, dass es hat ein schönes Gewicht, weil die ganzen Leute immer sagen, Also schön schwer, oder? Schön leicht. Okay. das ist halt 20 Ja, du bist ja jetzt hier Kampfsportler und du kannst es ja heben. Kilo. 20 Kilo mit der Batterie. Und das ist halt schon eine coole Geschichte, weil viele Leute sagen so, oh, ich würde gerne ein E-Bike holen, aber es ist mir doch zu schwer. Und hier habt ihr jetzt wirklich die Lösung für das Problem. Ne? Also optisch gar nicht so leicht als E-Bike erkennbar. Und von der Leichtigkeit fährt sich wie wieder ein ganz normales Fahrrad. Da geht der Trend so ein bisschen hin. Aber Sicherheitsmerkmal natürlich hier, die
Lichtanlage komplett am Hauptakku angeschlossen, die geht so schnell nicht aus, oder? Genau, also bevor die Motorunterstützung, wenn die nachgelassen hat, dann bleibt die Lampe noch 2 Stunden an. Man braucht keine Angst zu haben, dass man jetzt hier keine Federgabel hat, weil die durch den Reifen und hier ist auch noch ein bisschen was federt. Also das ist schon, gerade in der Stadt ist das ein super komfortables Rad. Sehr schön. So, großer Rundgang heute. Frühlingsanfang, ich fühle es noch nicht, muss ich sagen. Es ist noch ein bisschen kalt, aber der Samstag war ja schon ein bisschen wärmer. Hier vorne sehen wir das rote Stevens, was wir haben. Und ja, wir kommen gleich auf dein Voom-Fahrrad. Denn ihr habt ein Sondermodell von Voom, das ist eine zweite Seuche, die sich ausgebreitet hat, sind Kinderfahrräder von Voom. Und das ist so eure Wand, die von ganz preiswert bis ganz teuer Fullies? Genau, das ist einmal die komplette Bandbreite. Relativ günstig oder eigentlich sehr günstig ist das graublaue Raymond, was wir hier vorne stehen haben. Sind wir beim Preis von 3,7, haben trotzdem vollwertiges Fully mit 130 mm Federweg. Haben wir da eben ein Video gemacht von dem? Genau, von dem hier haben wir vorhin ein Video gemacht. Und bis nach ganz oben wird es da auch immer teurer. Da haben wir dann ein Topmodell stehen, das Patron mit elektrischer Funkschaltung, Carbonrahmen. Also das ist so das beste Fully, was du momentan von Scott bekommst. Genau. So, kostet fünfstellig, ja. Genau, 11,99. 11,99 heißt das jetzt. Sag mal in deutschen Euro. 12.000 Euro, 24.000 D-Mark oder 48.000. D-Mark gibt es ja nicht mehr, aber 12.000 Euro. So, das ist jetzt, also ganz wichtig ist, ihr habt auch viele Fahrräder, also speziell für den Bereich, wo es mal ein bisschen härter zugehen kann, mit viel Ausstattung. Und die habt ihr da dann... Biobikes, ja? Ne? Biobikes. Also nicht, auch wenn das hier vom Preis... Was sind Biobikes? Die sind aus Pushbike. nachhaltigen Werkstoffen gefertigt. Genau, nee, ein Fahrrad. Ohne E. Ohne E. Ja, ein ohne Motor. Ein Nicht-Pedelec. Kann man das noch verkaufen? Ja, also das kann man tatsächlich verkaufen. Gerade so die Sparks, die gehen hin und wieder schon mal. Also. So, und das ist es. Das 10 Jahre Voom-Modell sieht aus wie aus dem Quellekatalog entfallen aus dem Jahr 1976, aber so soll es auch aussehen von der Optik her. Das heißt also endlich mal eine Reifenform und eine Felgenform und eine Felgenfarbe, die aussieht unglaublich retro, oder? Ist schon ziemlich retro, also ich finde es auch richtig cool gemacht mit dem roten Metallic-Lack. Hier übrigens der Dino, der einen Stern aus dem Auge schießt. Ich weiß nicht, ob es Godzilla sein soll, ich finde es richtig witzig. Hochgeprägtes Plakette hier, Schild. Rot eloxiert, also welches Kind sowas nicht, also ich bin ja normal auch nicht so der Kinderrad-Super-Fan, aber dafür hätte ich gekillt. Ey. Wenn du mal gerade das Rad mal hochhebst, ich komme da nicht so gut runter. Nee, nein, wenn es mal hochhebst und mal drehst um 180 Grad, drehen, nicht du, sondern das Fahrrad. Das Fahrrad drehen? Nur das Fahrrad? Nein. Nein, ich hätte gern die Schaltung in Richtung Kamera. Die Schaltung, das Schaltwerk. Hinten. So, da ist es. So, und guck dir das mal an. Du hast eine Microschrift drauf und das in einem Kinderfahrrad. Wie viel Zoll haben wir? 20? Oder? Genau, 20 Zoll. Gibt es natürlich wieder in allen Größen das Rad. Ja, hier schon eine richtig gute 7-Gang-Microshift-Schaltung drauf. Ja, das Coole ist der Preis. 99 Euro, all-inclusive mit allem drum und dran. Schön wär's. Was kostet denn? 409, aber du kriegst auch noch eine 409, oder? Jetzt wird abgestimmt über den Preis. Du bist noch beim niedrigeren Modell, da sind wir jetzt schon bei den 489, aber da ist dann noch die Standpumpe mit dabei, zumindest beim Jubiläumsmodell. Also nochmal 489 Euro für ein Kinderfahrrad. Größe hier vom Kind, Alter, 6 Jahre? Größe ist mal bis 1,5 Meter ungefähr. Alter, ja. Sorry, bin ich Was ganz krass ist, du stellst die Kisten auf eBay Kleinanzeigen und du kriegst noch richtig Geld dafür. Also kannst du es irgendwie benutzen ohne Ende. Bei Voom ist ein großer Vorteil, dass sie sehr kindgerecht sind, extrem leicht. Das ist, glaube ich, das Thema schlechthin. Also kein Stahlrahmen, sondern ein extrem leichter Alurahmen. Ja, das ist auch so ein bisschen das, was Voom ausmacht. Die sind wirklich, wirklich leicht. Das sind nicht so die schweren, massiven Räder, auf denen es auch ehrlich gesagt schwerfällt, Fahrradfahren zu lernen. Die Kiddies kommen hier auch super mit zurecht. Sogar so gut, dass es dafür gar keine Stützräder gibt und nicht braucht. Das 409 war bei dem Zweier. Wir haben ja hier das Vierer, das kostet 529. Ja, noch teurer. Und das hat aber, wie gesagt, wie Tobi schon gesagt hat, die Standpumpe mit dabei, eine Voom-Pumpe.
Und das Rad wächst auch ein bisschen mit. Das heißt, wenn das Kind halt größer wird, kann man hier den Vorbau noch hochstellen. Das gibt es ja so bei Kinderrädern sonst auch nicht. Es ist extrem leicht. Und die Wertstabilität ist enorm. Also das hier ist wie ein iPhone. Wenn du das nach einem Jahr, 2 bei eBay oder sonst wo reinstellst, kriegst du den Kaufpreis, den Neupreis. Fast das Doppelte. Nee, das nicht. Aber du kriegst den Neupreis minus 10% vielleicht noch dafür. Wenn du gerade mit einem Finger hochhebst, geht das? So, ein Finger, Schwerpunkt, geht. Also an einem Finger hochgehoben, ist der Finger noch dran? Ja, also geht, einwandfrei. Sehr leicht. Was wird es ungefähr wiegen? 7 Kilo? Ja, 6, irgendwas. Schlag mich tot, 6, 7. So, 4 Stevens, dann Velo de Ville. Die müssen weg, hast du gesagt? Nee, hast du nicht gesagt. Spaß beiseite. 2 Farben, die da sind. Velo de Ville, ganz bekannter deutscher Hersteller. Besonderheit, was man unten sieht, sind die roten Rollen, die dran sind. Denn das hat noch eine Bewandtnis. Man kann dieses Fahrrad hier im Zug zum Beispiel mitnehmen. Genau, das wird dann nicht, da musst du kein extra Zugticket mitholen, sondern das wird als Gepäckstück angesehen, weil du es zusammenklappen kannst. Und diese roten Rollen haben die Bewandtnis, dass es wie so ein Rolli kutschieren kannst. Ne? Ganz einfach. Und das weiß auch der Schaffner. Ich frage mal so, dass man dafür kein Ticket ziehen muss. Das muss man dem im Zweifelsfall erklären, aber da wird das schon verstehen. Und ansonsten zeigt ihm das Video in Minute, Augenblick, 26:08. Hier haben wir auch die gleiche Schaltung, die auch Riese Müller verwendet, ohne Riemen zwar, aber 8-Gang Alpine. Und hier haben wir halt momentan das Angebot, dass wir da die günstiger verkaufen. 20% gibt es im Moment so. Du hättest eben dein Gesicht sehen sollen, als ich gesagt habe, die müssen weg. Ja, da hast du gesagt, nein, kannst du nicht sagen. Aber nein, gibt im Moment 20% bei Velo de Ville. Motor, was haben wir drin? Das ist ein Shimano E6100 müsste das sein, ja. Jetzt wollte ich eben das Riesen-Müller-Fully nochmal zeigen. Ganz sicher Shimano, weil, ja, ist drauf, genau. Shimano, genau. Ja, ein Shimano-Motor mit drin. Genau, und zu Velo de Ville muss man dazu sagen, deutscher Hersteller aus dem Münsterland, 15 Kilometer von Münster weg. Wir waren erst vor kurzem in dem Werk da, sehr modernes, großes Werk, wo die ihre Rahmen selber pulvern mit so einer krass abgefahrenen Maschine, wo die Rahmen gar nicht mehr irgendwie eingegeben werden müssen per Hand, sondern die Maschine das mit KI halt selber sich. Also ist echt cool, wie die das da alles machen. So, also 20%. Haben die Modelle auch. Und wir haben von denen jetzt auch Räder bekommen mit Enviolo, wo wir vielleicht gleich noch eins sehen, für unter 5.000 Euro. Enviolo, ist das Salat? Genau, mit Zwiebeln. Nee, das ist Schaltung, die ist stufenlos mit dem Drehgriff. Also es gibt ja eine Kettenschaltung, aber der Trend geht ja zu Nabenschaltungen. Und bei Nabenschaltungen gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Eine ist Enviolo. Genau, und die Enviolo ist so eine der hochwertigsten Nabenschaltungen, weil sie eine sehr hohe Übersetzungsbandbreite hat, 380%. Wir fangen bei einer 3-Gang Nexus an oder 5-Gang Nexus, die hat dann vielleicht 200%. Und die Spreizung gibt Auskunft darüber, wie komme ich den Berg hoch und wie komme ich den Berg runter. Habe ich eine kleine Spreizung von 200%, kommt im ersten Gang, trotzdem ist es schwerfällig, den Berg hochzukommen. Will ich den Berg runter mit einer niedrigen Spreizung, dann kommt bei 20 km/h nicht mehr viel. Ich kann also bei 400% trete ich 4-mal und bewege mich einmal. Und dann gebe ich Gas und kann dann mit 50 den Berg noch beschleunigen runter. Oder umgekehrt. Das heißt, ich kann entweder praktisch meine Leistung vervierfachen, bin aber dafür nicht so schnell, oder ich brauche 4-mal so viel Leistung, bin dafür schneller. Kommt ungefähr hin. Ja. Toll, wie ich das erklärt habe. Gell? Ja. So, jetzt Fitting machen wir natürlich auch. Fitting macht ja auch. Sag mal, wo ist denn das rote Riese Müller hin, was eben noch hier stand? Das ist schon Versand. Das war eine Kundenbestellung, die müsste mittlerweile auf dem Weg sein. Toll. Jetzt wollte ich es eben noch filmen, weil ihr habt nämlich ein Bike, habt ihr modifiziert, Brooks Sattel. Das ist, glaube ich, wer auf Schmerzen steht, ganz toll. Wie lange halten die an? Also die Schmerzen werden so ungefähr die ersten 1.500 Kilometer immer wieder kommen. So lange braucht der Sattel, bis er sich komplett an deine Beckenknochen angepasst hat. Und dann ist es aber dein Sattel für den Rest von deinem Leben. Von dem Leben. Der hält ein Leben lang, wird behauptet. Das ist Leder, das dellt sich ein im Laufe der Zeit auf meinen Hintern. Genau, am besten fährst du da tatsächlich ohne Radhose, sogar einfach mit der Jeans, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und wenn du das dann eine Zeit lang durchgezogen hast, da hast du den perfekten Sattel, der auch nur dir passt. Gab es schon Leute, die den auch vor Ablauf der Einfahrzeit verfeuert haben? Natürlich. Also Den das aber wenn er mal passt, dann passt er. Wenn er passt, passt er wie angegossen, aber es muss halt echt durchziehen. Da musst du für gemacht sein. So, das Fahrrad hier haben wir gezeigt.
Tolles Rad, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, Lucia. Genau, 2.749, ne? Also 2.749 Euro. Genau. 2,749. Ich muss mich immer dran gewöhnen. Ist das so im Handel, dass man so sich nicht mehr traut, 1.000 zu sagen? Das ist halt der Jargon, weil irgendwie musst du ja auch zack, zack, zack. 2,749. Okay, also da ist es aber 2,8 dann halt. 2,8 vollwertiges Fahrrad. Machen wir es glatt. Ne? Motor, was hat das? Das hat einen Performance-Line-Motor. Ein Bosch-Motor. Genau, Bosch-Motor, Performance-Line und ein 500er Akku. Aber also das Rad ist top, also für die Touren so. Sag mal, wenn ich das Video gucke und diese ganzen Fachbegriffe, der Performance-Motor, die Alpine, gibt es da Leute, die schon mal überfordert sind? Na klar, dafür machen wir ja auch Termine, Beratungstermine. Sinn der Sache ist ja, wir unterhalten uns, suchen euch vielleicht 2 oder 3 Räder raus, die in die engere Auswahl kommen. Die gehen wir dann ganz im Detail durch, die werden dann Probe gefahren und da findet man auch immer das Richtige. So, das Stevens darfst du mal übersetzen. Zieh's mal bitte raus, Tobi. Und vielleicht bist du mal gerade so lieb, machst erstmal Fachjargon. Was hat das für eine Ausstattung? Preis erstmal? 4.000? Nein, der Preis im Fachjargon. 4,99. 4,99, so. Und jetzt in echt? 5.000 Euro oder 4.999 Euro. Also 4,999. So, und dann, was hast du für eine Ausstattung? Voll XT. Full XT? Ja, Shimano XT ist die zweithöchste. Nee, du sollst nicht erklären, das macht gleich der Tobi. Aber du sollst erstmal hier Fachjargon ablassen. Also Full XT, was hat's noch? 625er Akku, ein breiter Selo Royal Sattel, ne? Motor? CX. CX? Heißt aber natürlich Bosch Performance Line CX. Ja, aber mit CX alles gesagt, oder? Eigentlich schon, ja, weil den will jeder haben, 85 Newtonmeter. So, Bereifung? Marathon MTB Plus, ne? Größe? Der müsste 60 mm haben, also 2,3. Durchmesser? 2,3. Nee, Durchmesser? Ja, 2,3 auf Nee, wie viel Zoll? 28 Zoll. 28 Zoll. So, Breite wäre 2,3, ja. so, jetzt darfst du mal aufklären. CX heißt? Bosch Performance Line CX Motor ist der stärkste von Bosch, 85 Newtonmeter. Mehr gibt es momentan von Bosch nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Konzept von dem Rad. Viel mehr geht nicht, weil hier sind wir bei einem Rad, das für 180 Kilo Systemgewicht maximal ausgelegt ist, mit den üblichen Toleranzen natürlich. Also für schwere Leute. Für richtig schwere Leute, für richtig große Leute. Das Rad bringt alles mit, um halt dann auch im Gelände immer zuverlässig zu sein, auch wenn man richtig viel Gewicht dabei hat. Okay, er hat noch ein bisschen mehr gesagt. Was hat er gesagt? 625? Genau, 625 Wattstunden Akku. Damit kommt man ziemlich weit. Da wirst du wahrscheinlich auch mit den 180 Kilo die 100 Kilometer schaffen. Das ist schon eine ordentliche Größe. Full XT, was hat er damit gemeint? Wir haben XT-Bremsen, 4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten. Wir haben eine XT-Schaltung. Was ist XT? Klär mich mal auf. XT Extended oder was heißt das? Das sind wir quasi im Profibereich von Shimano. Ne? Also Großer Hersteller. ja, Shimano, der größte Hersteller, so was die Komponenten angeht. Und XT, da sind wir fast ganz oben angekommen. Da kommt nur XTR bzw. Saint bei den Bremsen. Also wird nicht mehr, viel besser. So, ihr könntet noch gesagt haben, Dropper Post. Genau, Dropper Post. Was ist das? Absenkbare Sattelstütze. Hast vorne am Cockpit hast du einen Hebel. Warte, ich zeig das mal. Drückst du durch. Und wenn du dann eben hier drauf sitzt mit deinen 180 Kilo, geht dann auch wunderbar die Sattelstütze nach unten. Du kannst leicht auf- und absteigen und per Knopfdruck kommt es auch wieder hoch. Okay, super, alles verstanden. Also, dieses ganze Fachjargon muss ich nicht wissen. Ich kann bei euch als normaler Mensch in den Laden reinkommen, werde dann, du merkst, wenn einer keine Ahnung hat, fängst dann auch an mit Bosch CX. Nee, dann fahren wir natürlich ein Level runter und das ist auch gar kein Problem, weil ich weiß es ja selber, früher habe ich im Studium auch Nachhilfe gegeben, man kann schon ein Level runtergehen, so ist es nicht. Also Kann man das? Kann man schon. Also wir machen ja hier jetzt auch wirklich den Content so, dass jetzt die Leute nicht gelangweilt werden. Und wir haben ja viele Leute, die gucken jedes Video durch und die sind selber schon die größten Pro. Was ist Content? Inhalt. Die gucken alle Videos und die wissen dann über manche Modelle mehr wie wir noch. Und man muss dazu sagen, dass es ja viel in den Videos einen Abriss gibt und dann versucht man schnell halt die Basic Facts halt. Die Basic Facts. Ja, die wichtigsten Grunddaten durchzugeben. Ne? Und zum Beispiel bei der Fitting Station haben wir ja auch noch gar nicht Die Fitting Station, okay. Die heißt so, ne? Die heißt so, okay. Da haben wir ja noch gar nicht. Das ist eine Anpassstation für. Genau. Und da gehen wir in Ruhe hin und dann messen wir denjenigen auch aus, wenn er gar nicht weiß, was für Rahmengröße er haben will. Und dann kann man hier mit dem Laserpunkt halt die ganzen Körperteile abmessen, auch das Rad selber. Und dann
ist halt auch schon mal die Größe schon mal ermittelt. Und dann gehen wir halt Stück für Stück durch, was möchte derjenige fahren, was hat er für ein Budget, was für eine Finanzierungsmöglichkeit, also ob das jetzt über Leasing geht, ne, oder ob es über Barkauf geht. Und dann tasten wir uns so Stück für Stück durch. Jeder von unseren Mitarbeitern hat mittlerweile ein Notizbuch und da wird, also habe ich jetzt noch da, ne, wird dann halt aufgeschrieben, was er fahren möchte, wie oft. Das heißt, wir ermitteln so die Qualitätsstufe, was das Rad haben sollte. Wenn jetzt jemand ein Pendler ist und fährt jeden Tag zur Arbeit 20 Kilometer, braucht er ein besseres Rad, wie jetzt jemand, der einmal bei schönem Wetter im Monat fährt. Ne? So langsam fängt es mir an zu gefallen, ja. Mit dem, ist ja manchmal diese Terminologie, die Fachterminologie ist ja überall so, wir sind in Europa, alles ist Englisch. Das ist krass, muss ich jetzt hier viel lernen? Oder was ist noch ein schöner Begriff beim Fahrradfahren, bei E-Bike? Ja, ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch so? Dropper Post hatten wir schon. Ja, wenn man so drin ist, fällt einem das gar nicht mehr so auf. Ne? Ja, das ist halt eine Bubble, wo man halt drin ist irgendwann. Ne? Das ist Pannenschutz ist ein deutsches Wort, ist wahrscheinlich auch so in Amerika. I like to have a Pannenschutzreifen, Tire. Ist hier ein Pannenschutz auf dem Reifen drauf? Was heißt Pannenschutz? Pannenschutz bei Reifen ist in der Regel, dass die Decke in der Mitte wesentlich dicker ist, dass ich da quasi eine Gummischicht eingezogen habe, dass ein Nagel, Reißzweck, was auch immer, nicht direkt durch kann, Glasscheibe. Hier ist ein leichter drin, das geht noch wesentlich besser, zum Beispiel bei dem Stevens, was wir vorhin hatten. Das hat den größten drin. Marathon Plus nennt sich der Standard bei Schwalbe. Dornen, Hecken, so ein Mist, wenn ich da durchfahre, durch Brombeeren zum Beispiel, sehr beliebt. Genau, oder irgendwie so Rosenhecken, irgendwas sowas, ne? Nee, Quatsch, also es sind meistens die kleinen Steinchen, wo halt die Steinchen. Durch das Profil, also wo hier jetzt irgendwie gerade diese Wölbung da reinkommt oder durch die Karkasse, oder das ist irgendwie so dieser typisches bei den Mountainbiker, dieser Snakebite, ist auch wieder so ein Fachbegriff, heißt dieser Schlangenbiss. Ich habe einen kleinen Drop, fahre auf den Bordstein. Was habe ich? Einen kleinen Sprung, einen kleinen Absatz, wo ich runterfahre und dann fahre ich mit dem Mantel auf eine Kante, der drückt den Reifen so zusammen, dass der Schlauch mit der Felge angestoßen wird. Ne? Und dann ist es wie so ein Schlangenbiss und dann habe ich direkt Luftverlust. Ne? Sehr schön, also ein Platten. Ein Platten, ja. So. Was ist hier? Das ist ein Tiefeinsteiger? Tiefeinsteiger verstehe ich ja noch, das heißt tiefer Einstieg. Genau, das ist ziemlich leicht zu verstehen. Hier sind wir in der Cross-Ecke, kann man sagen. Du siehst, dass die Bereifung überall ein bisschen gröber ist. Hier haben wir Tiefeinstiegs-Trekkingräder, teilweise auch vollgefederte Trekkingräder, wenn wir jetzt eins weitergehen. Ja, hier vorne. Das heißt, das hat wie beim Mountainbike, ist ja quasi Mountainbike. Ja? Das ist quasi ein Fully mit Blechen und Lampe, manchmal noch mit Gepäckträger, wie hier jetzt zum Beispiel. Da bist du halt für alles gewappnet, so das neudeutsche SUV, also für alle Zwecke geeignet. Gut, ich brauche noch Ausbildung. Also das SUV-Rad als Fully mit dem Performance CX und einer Full XT. Okay, aber wie gesagt, traut euch, geht zum Fachhändler, nimmt euch einen Termin. Also die Pandemiezeiten sind ja vorbei, wo die Schlangen, habt ihr auch Schlangen gehabt damals? Wir hatten auch Schlangen gehabt, die haben wir auch heute noch. Du hast halt immer so die Stoßzeiten, wo die meisten gerade Zeit haben. Und das lässt sich über Termine mal ganz gut entzerren, weil wenn wir wissen, dass wir mehr Verkäufer brauchen, sind wir natürlich auch mit mehr Mann da. So, ihr habt einen guten Tag, wo wenig los ist. Das ist zum Beispiel dienstags. Mittwoch ist ein guter Tag, da ist relativ wenig los. Ja. Also kommt mittwochs vorbei, da könnt ihr euch stundenlang, also das ist ja euer Ding, das heißt, ihr macht ja Fachberatung, ihr habt ja so ein Ladengeschäft, also das werden viele nicht mehr kennen. Man muss also nicht online bestellen, es gibt praktisch, ihr habt eine Immobilie gemietet, die hat Öffnungszeiten, da ist eine Tür drin, da kann ich einfach reinkommen und ihr bietet quasi eure Waren feil, indem man sie vorab vor Ort begutachten kann. Das nennt man stationären Handel. Das kommt immer mehr, oder? Ist tatsächlich ein Comeback-Ding. Also wenn du jetzt die neuesten Wirtschaftsnachrichten durchgehst, wirst du sehen, alles über Internet ist nicht mehr. Und gerade in der Preisrange, wo wir hier unterwegs sind, ganz ehrlich, also ich würde es auch nicht online kaufen wollen. Okay, also geht aber. Das heißt, ihr versendet ja auch schon mal Fahrräder, die da sind, aber da wissen die Leute auch ganz oft, was sie genau wollen. Sie wollen zum Beispiel hier dieses Fahrrad hier. Was ist das hier? Das hat noch so Aufkleber oben drauf auf dem Rahmen. Das ist ein Malaguti Cortina mit 750 Wattstunden Akku, Preispunkt 4.000 € mit neuem smarten System. Also so ein Preis-Leistungskracher, Trekking Hardtail, also keine Vollfederung. Ja, ich bin schon dabei, keine Vollfederung. Also nur vorne Feder. Vorne, genau. Okay, also vorne gefedert, hinten aber hart
Und das Ganze ist sehr schnell. Also wie ich hier sehe, du hast also eine tolle Bereifung, die sowohl im Gelände als auch auf der Straße geht. Genau, hier haben wir einen Smart SEM verbaut. Das ist ursprünglich ist es ein Mountainbike-Reifen, aber durch den Mittelsteg, den er hat, kannst du auch auf der Straße gut und schnell fahren. Also wenn ihr sagt, ihr habt einen Smart SEM verbaut, dann ist das ein Reifen von Schwalbe, der so heißt. Exakt. Ihr habt nicht den armen Mann da reingemacht, sondern die haben alle so komische Namen. Die heißen zum Beispiel Smart SEM, Ja, Johnny Watts, Eddie Current, you name it, gibt es ganz viele. Hans Dampf, krass. Current, ja. So, und hier, Ralph, alles gibt's. wenn du mir das gerade mal rausziehst, das Fahrrad, dann können wir ja mal ein Beispiel machen, weil das hat diesen CX wieder, den du eben erwähnt hattest. Weißt du noch, kannst du dich daran erinnern? Der CX. Oh, das ist da oben auch was ganz Interessantes mit dem Riemen. Ne? Ja, können wir gleich mal gucken im Anschluss. Ist das aus Italien? Weil da sind überall hier italienische Flaggen drauf. Ist das Italien, die Flagge? Ja. Sieht so aus, oder? Genau. Wie Der nah ist Ursprung die? der Marke ist aus Italien, aus Bologna. Das Rad kommt von der KSR Group, das ist ein österreichisches Unternehmen, wo halt ja, auch so ein Mischkonzern große Firma Ich ist. kenne nur von Rollern. Die verkaufen Genau, Roller. ja, genau. Ja. Also KSR Group hat hier Malaguti, heißt das Ganze, tolles Rad. Jedes Rad hat eine andere Anwendung. Hier sind die kleineren Easy-Räder, das sind Kompakträder. Ihr habt ein eigenes Kompaktradstudio. Das können wir... Unser jetzt momentaniges Servicerad, ne? Da haben wir halt festgestellt, dass viele Leute auf ihr Rad angewiesen sind und wenn sie halt bei uns in der Werkstatt Kunde sind oder halt bei uns ihr Rad zur Reparatur geben, können sie das Rad bei uns mieten. Machen das Leute für 20 Euro? Ja, das war jetzt das Wochenende weg, ja. Und das ist jetzt, also ich kenne Verleiher, die holen wesentlich mehr. Also das ist ein Service noch. So, ich kann mir, nochmal, ich kann mir hier bei euch so ein E-Bike leihen, geht aber nur, wenn ich Kunde bin. Ja klar, also wenn bei uns das Rad repariert wird oder das Rad von uns gekauft wurde, dann kann man das so. Ach so, als Ersatzrad. Ich kann jetzt nicht hingehen, kann woanders mein Rad Reparatur bringen, habe jetzt irgendwie kein Rad und brauche jetzt, also das ist jetzt dafür als Service gedacht. Okay, ihr seid nicht also Europcar, so, und vermietet Fahrräder. So, das ist Velo de Ville. Tolles Fahrrad, tolle Farbe, also was direkt ins Auge fällt, das Design. Night Blue Matte. Ja, gibt es auch in Glänzen, das ist ja so was Besonderes bei Velo de Ville. Die haben viele Farben und alle Farben gehen nochmal in Matt. Außer eine geht jede Farbe in Glänzen und in Matt. Und hier, Welche geht nicht? das ist die hier oben, das ist Echo Grey. Echo Grey. Das ist eine neue Farbe, da haben die ihre Farben, wo am Ende einer Schicht übrig bleibt, zusammengemischt. Deswegen ist das auch kein Glanz und kein Matt, das ist Seidenglanz, Matt. Das heißt, da werden die Farbreste zusammengemixt am Ende einer Schicht und das, was übrig bleibt, wird dann da reingemacht. Und Okay, praktisch letzter Rest. ja, aber es sieht trotzdem ziemlich cool aus und ist halt so ein bisschen der ökologische Background halt schon cool. Das ist schon ein bisschen nachhaltiger. Ne? So, Velo de Ville. Motor, was ist hier drin? Bosch Performance Line CX. Also der stärkste Motor aus dem Bosch-Konzern. Dann eine stollige Bereifung, dass ich damit auch in den Wald fahren kann. Gepäckträger mit dran, Lampen mit dran. Das ganz neue System von Bosch, dieser Riemen. Genau, hier haben wir ein Rad mit Carbonriemen und der Enviolo Trekking 380% Übersetzung, wie wir es auch im Riese-Müller-Bereich kennen. Und da muss man jetzt wirklich mal drauf zu sprechen kommen, wir sind unter 5.000 Euro bei der Ausstattung. Neues, smartes System von Bosch, Carbonriemen, die neuen Johnny Watts schon drauf verbaut. Also ein tolles Rad, bei dem ich lange Freude haben werde. Die Pedale sind dabei. Ja, Pedale sind dabei, aber wir empfehlen trotzdem ein bisschen hochwertigere mit Industrielager, mit Pins. Also da haben wir halt viele. Aber zum Starten langt. Ja, Gut, okay. Ja, ich frage nur, weil bei vielen sind Pedale nicht dabei und geht nicht. Hier vorne hast du wieder Tiefeinsteiger. Was ist hier anders? Oder das ist die Erweiterung? das haben wir ja eben gedreht, das Morrison. Das ist identisch zu diesem Falter in diesen Sandfarben. Was ist da anders? Das ist halt ein Fully als Tiefeinstieg und Ja, aber jetzt nicht hier komplett, oder? Das sind auch alles Tiefeinsteiger hier. Ist das so ein Mega-Thema, Tiefeinsteiger? ja schon. Also die Sache ist halt auch, die Männer fahren jetzt Tiefeinsteiger, weil die Hüfte ist jetzt nicht so mobil, man ist nicht mehr so gut gedehnt und dann kommt man nicht so gut drüber. Also der Move hier da jetzt. Zeig mal den Move. Das mal den mal. So über das, oder wenn man jetzt Das geht vielleicht nicht mehr so. Und das Coole ist, wenn das so tief ist, dann komme ich gut rein. Genau. Oder ich bin im Radurlaub und möchte mal gerne absteigen, wenn ich was sehe. Und durch dieses einfache Ab- und Aufsteigen ist es halt viel besser,
komm, lass mal kurz da noch ein Foto machen, lass mal da kurz gucken. Das macht man halt dann nicht bei einem Diamantrahmen, weil immer schwer auf und ab kommt. Ne? Ist auch für viele auch ein Sicherheitsding, dass die sagen, ich bin an der Ampel, bleib irgendwie hängen, ich lege mich hin und so weiter und so fort. Das sieht man hier oben, das ist ein Trapezrahmen. Da muss ich natürlich das Bein richtig hochheben. So leicht komme ich da nicht rüber. Genau, das ist sogar ein Diamantrahmen. Also Trapez haben wir ja das Oberrohr ein bisschen abgesenkt. Hier ist ein ganz klassischen Diamant- oder Herrenrahmen, wie man früher gesagt hat, mit ganz hohem Einstieg, auch noch ein großes Modell dazu. Da musst du wirklich mit Schwung über den Sattel drüber. Und verkauft die gar nicht mehr, oder? Die verkaufen wir auch noch, die sind tatsächlich einfach weniger gefragt. Also Tiefeinstieg ist halt einfach praktischer. Ne? So, hier haben wir auch so einen Tiefeinsteiger von Husqvarna. Das ist, ich sag mal, gibt es von allen Herren Länder, habt ihr was da? Jetzt gehen wir mal in diesen Bereich rein. Das ist nämlich ziemlich cool. Ja. Bei dem Rad ist auch noch interessant, da kriegen wir oft die Frage, wir hätten gerne dieses Rad, weil das sehr beliebt ist. Haben wir ja auch da von Velo de Ville zum Beispiel auch, ist fast das gleiche Rad. Ne? Siehst du das British Racing Cream da vorne? Ja. Und dann wollen die bei diesem Rad oder bei dem Morrison, was wir eben gedreht haben, ne, wollen die einen Riemen. Ein Riemen. Das heißt alles quasi. Ich will einen Tiefeinstieg, ich will einen Fully und einen Riemen. Das kriege ich aber nicht. Erstens mal für den Preis und das kriege ich auch nicht bei Morrison, nicht bei Falter und nicht bei Velo de Ville. Da muss ich zu einer Marke. Du weißt bestimmt welche. Riese Müller. Genau. Die haben das Hommage, die haben quasi Tiefeinstieg als Fully und noch die Möglichkeit als Riemen. Aber dann ist man halt nicht mehr bei den 5.000. Ne? Aber es gibt es. Sag mal, wenn ich hier reinkomme und sage, ich will ein E-Bike für 2.000, habt ihr nicht, oder? Wird eng. Wo fängt es denn an? 2,5? Wir hatten letztens noch eins für 2,5 ein paar Stück gehabt, die sind aber jetzt weggegangen. Und jetzt sind wir schon bei 2,6, 2,7. Okay, aber unter 3 kriege ich was. Ja. Das auch Pferd. Das ist auch fair, ja. So, hier vorne das Weiße fällt mir direkt ins Auge. Riese und Müller. Ist das, was wir vorne gesehen haben? Ja, genau. Das hat jetzt nochmal hier so eine Feder hier mit drin. Was hat die für eine Funktion? Das ist die bei Schulz Sattelstütze, Parallelogramm-Sattelstütze, die ein bisschen nach hinten federt, dass die Schläge in den Rücken nicht so reingehen. Gerade wenn so Leute was mit Bandscheiben oder Rückenprobleme, unterer Rücken oder so. Ne? Hier sieht man auch wieder diesen Carbonriemen. Das heißt, da mache ich mir die Hose nicht mehr dreckig. Geht gar nicht, oder? Ist kein Fett mehr dran. Gar nichts, ne? Nichts. Ne, kann ich mit der Zunge dran gehen. Das ist gar nichts. Also das ist echt. Verlange ich jetzt nicht. Aber das ist der Ben Plus, das ist diese Plus-Bereifung mit dem Pannenschutz, oder? Genau. Ist halt auch ein bisschen dicker wie der normale. Und ja, es kommt so ein bisschen, also im Prinzip ist es so ähnlich wie so ein Pickup-Reifen von Schwalbe. Pickup-Reifen ist für besonders schwere Leute. Genau, das haben wir hier bei den Easys halt jetzt auch. Das ist Pickup, das heißt, das ist eigentlich für Lastenräder. für Lastenräder gedacht. Aber diese Räder dürfen dann mehr aushalten, oder? Das heißt, die Leute dürfen ein bisschen schwerer sein. Ja, aushalten die Reifen, genau, weil dann die Leute halt mit höherem Gewicht, mit Rucksäcken oder sonst was machen. Ne? So. Jetzt, das hier sind Kompakträder, die sind auch einklappbar, also beziehungsweise du kannst den Lenker ganz schnell ohne Werkzeug querstellen und das spart viel Platz. Genau, direkt nebendran siehst du es ja schon bei den blauen. Hier wird die Silhouette jetzt sehr schmal, abgeklappte Pedale noch dazu. Da hast du wirklich ein sehr schmales Rad, was du überall reinpackst. Camping zum Beispiel. Genau, das ist so ein ganz klassisches Anwendungsfeld. Oder eben, wenn es halt mit in die Wohnung soll in der Stadt, kriegst du das auch überall unter. So, wir sind bei einem der bekanntesten Fachhändler Deutschlands. Wir könnten jetzt noch mal 2 Stunden weiterdrehen, aber 47 Minuten, die sich gelohnt haben. Toller Rundgang. Wir haben Frühlingsanfang. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr habt es verdient. Seit 2 Jahren habt ihr diesen Laden übernommen. Dritte Saison seid ihr jetzt drin. Und du bist, wie alt bist du? Was schätzt du denn? Oh, so 32? Fast 36 jetzt geworden. 36 und du? 33? Ja, 33 geworden. Das heißt, ihr seid noch jung, aber das ist so selbstständig sein. Du warst vorher selbstständig? Nee, vorher nicht. Was ist das anders jetzt? Ja, du hast halt längere Arbeitszeiten, viel mehr Verantwortung, ne? Also viele Mitarbeiter, viel Wareneinkauf, was geplant werden muss. Weniger Freizeit? Definitiv, viel weniger. Das gehört dazu. Was sind die Vorteile am Selbstständigsein? Ja, du kannst deinen Arbeitstag schon selbst gestalten. Irgendwann musst du zwar alles machen, aber kannst ja auch so ein bisschen aussuchen, wann du was erledigst. Und da hast du auch einfach so ein bisschen, kannst dich immer komplett einbringen ins Unternehmen mit deinen Ideen. Heißt aber, wenn du selbstständig bist, du hast aber immer noch jemanden, der auf dich guckt, zum Beispiel das Finanzamt. Ja, gerade bei uns, wir sind jetzt ja ein Dreiergespann, da besprechen wir uns ja auch untereinander, da hat man so ein bisschen die Rückkopplung schon. Die Bank, die Gewerbeaufsicht, also es gibt so viel zu tun, der Steuerberater. Naja, klar. Ja, dann Alarmanlage muss scharf sein, dann hast du mal einen Fehlalarm, kannst mal raus.
Du bist wahrscheinlich einer der Ersten, der aufmacht, der Letzte, der geht, oder? Ja, so sieht's aus, ja. Also, Bewacht. seid angestellt, kann ich euch nur sagen. Ich bin ja auch selbstständig und ja, heißt selbst und ständig. Da kommt das ja her. Das ist die Werkstatt, die zeigen wir jetzt nicht, weil da ist Sodom und Gomorra. Ihr habt so viel zu tun im Moment. Also es ist gerade zum Frühjahr. Die Leute machen den Fehler, die bringen die Fahrräder nicht zur Revision im Winter. Ja, also wir sagen es immer wieder, wir sagen es auch jedem Kunden, bitte am Ende der Saison vorbeibringen, da geht es schneller. Jetzt in der Hauptsaison, da gibt es dann schon mal so ein bisschen Stau, da kann es auch mal 3 Wochen dauern. So, und jetzt zeigen wir eine Revolution, haben wir eben ein eigenes Video gemacht. Was ist das? Was willst du hinaus? Wir haben sehr viel gemacht heute. Ja, wir haben ein eigenes Video gemacht über eine Revolution im Bereich Fahrsicherheit. Brille. Brille, komm, wir zeigen die mal, da vorne ist sie. Ja, ihr habt euch von einem findigen Außendienstler überreden lassen, eine Sache zu kaufen, bei dem man euch einen Rückspiegel verkauft hat, der nur 5 mm groß ist. Man sieht schon gut was raus. Und die Brille sieht stylisch aus, ist groß und hier zeigst du es auch, wir haben die Marke POC im Programm. Das ist auch ein besonderer Helm. So, ich zeige es mal gerade. Das ist eine Brille mit eingebautem Rückspiegel. Und das ist kein Witz, die funktioniert wirklich. Wir können es ja mal so machen, wie wir es eben falsch gemacht haben. Du zeigst Finger. Ja, warte mal. Ich sag, wie viele es sind. Aber du musst halt auch so vor die Kamera halten. So, ich halte jetzt mal, also 2, 2, 3, 5, 0, 0. 1. Also du kannst über diesen Spiegel sogar sehr scharf alles sehen, was hinter dir ist. Genau, ja. Das funktioniert. Also das funktioniert super. Vor allem, ich habe einen schönen breiten... Schön breiten. Wir lassen mal kurz den Mann durch. So, da ist es. Und das ist halt auch Wind, der Windschutz ist super, wenn die Sonne von der Seite scheint. Ja, aber es geht um den Spiegel. Klar, aber ich sehe halt auch, wenn ich jetzt mit dem Lastenrad durch die Gegend fahre, ob die Kiddies hinten alle noch drauf sitzen. Ne? Auf dem drauf sitzen. Was ist das für ein Helm? Was ist da besonders? Das Besondere ist die Marke POC ist halt, wenn es ein bisschen wilder sein soll. Ne? Und der Helm hat halt so einen Chip drin. Wenn du stürzt, dass das halt weitergegeben wird und du kannst hier deine Blutgruppe und alles hier scannen, das heißt, beziehungsweise eingeben. Und wenn du dann mit so einem Gerät hingehst, wie heißt das Gerät nochmal, kannst du halt dann sehen, was für eine Blutgruppe der Fahrer hatte, wenn er dann bewusstlos auf dem Boden liegt und so. Also der hat... Das heißt, das haben alle Dienste, alle Rettungsdienste haben das. Genau, hier gibt es einmal diesen NFC Medical Chip halt, diese ID ist das, wo du dann alles angibst, was du für Blutgruppe hast und sonstige Vorerkrankungen. Und das ist dieses RICO-System, um nochmal gefunden zu werden. Also, ich habe ein iPhone, da kann ich ja weltweit Hilfe rufen. Nee, ich habe kein iPhone. Und hier hast du so eine Signalfarbe, wo man im Wald gut sieht. Also das ist so besonders, das hebt sich aus der Natur gegeben. Also, damit das Wildschwein mich auch erkennt, wenn es mich abschießt. Ja, vielleicht. So, Spaß beiseite. Ihr seid ein cooler Laden. Jetzt filme ich schon 2 Jahre bei euch, fast. Und ihr habt euch stark entwickelt, habt viel umgebaut, ihr habt viel Geld investiert. Ja. Also wirklich, wir haben viel Ladenbau gemacht, die Treppe neu hier beleuchtet, da geht es nämlich übrigens hoch, aber das sieht immer keiner. Da haben wir einen Fernseher gemacht mit den tollen German Television Videos. Ja, da laufen auch eure. Und natürlich unsere und deine. Aber klar, das hat uns natürlich super geholfen. Was war denn das Schönste aufgrund meiner Videos? Was passiert ist zum Beispiel mal? Also wir sind, glaube ich, sicherer vor der Kamera. Ich komme mal kurz weg. Vor der Kamera halt. Ne? Nee, ich meine, dass mal ein Kunde kam. Hat jemals was gekauft? Ja, schon. Also am Anfang, klar, muss das erstmal anlaufen. Aber ich glaube, der erste Kunde, der hat dann direkt, also da... Pärchen aus Hessen, ne, die super zufrieden waren. Also die sind 2 Wochenenden quasi hier angereist, haben sogar übernachtet, um sich bei uns beraten zu lassen. War richtig cool. Da haben wir auch die Traumräder gefunden. Abholtermin war auch nochmal, ja, man hat sich nochmal zusammengefunden, alles nochmal zusammen durchgegangen. Also es war so ein richtig schöner Termin, wo wir gesehen haben, okay, da hat es sich doch da ein bisschen gelohnt. Ne? Ich glaube, die Leute kaufen ja bei Menschen und man kann sehr schön sehen, dass ihr euch wirklich den Hintern aufreißt, um den Leuten ein tolles Nutzererlebnis, User Experience. Das ist... M-Books gibt es ja bei Mercedes-Benz, das Autoradio, das heißt M-Books, das heißt Mercedes-Benz User Experience und das ist die Benutzererfahrung, die soll ja maximal sein. Aber wenn die Leute schon so viel Kohle ausgeben, dann kann es auch ein Fachhändler sein, oder? Ja, dann sollte es vielleicht auch ein Fachhändler sein und vielleicht einer, mit dem man auch so einigermaßen kann. Ja, ihr seid sehr verkehrsgünstig, ich habe eine eigene Autobahn, die heißt A6, die endet quasi bei euch, aber ihr seid nicht leicht zu finden. Das ist das einzige Manko. Ihr seid in der Straße, bei dem jedes Navi austickt. Inklusive meinem. Was ist denn dein Tipp, was man eingeben soll, damit man nicht in der Fußgängerzone landet?
Also ich würde fast empfehlen, wir haben in 70 Meter fußläufig, haben wir ein Parkhaus in der Rosenstraße. Gebt doch einfach Zentralparkhaus Rosenstraße ein. Da habt ihr einen guten Parkplatz, da kann man wunderbar reinfahren. Auch mit unserem Bus kommen wir da rein. Ist überhaupt kein Problem, ist hier vorne rechts um die Ecke. Und wenn ihr hier in der Straße versuchen wollt, einen Parkplatz zu finden, das klappt auch öfter mal. Da gibt es einen Glockenstraße, das funktioniert schon. Ja. Es sind viele Einbahnstraßen, also gar nicht so easy. Ihr seid nämlich genau, da vorne fängt die Fußgängerzone an. Genau. Und bei mir führt er mich immer in die Fußgängerzone. Also oft sind hier auch schon 1, 2 Parkplätze frei oder 3, weil halt die Bewohner ja dann arbeiten sind. Und sollte es mal so sein, dass hier nichts frei ist und man findet jetzt nicht weiter, dann setzen wir uns dazu und guiden wir gerade in den... Ihr guidet? Ja, in den Hof rein, ne? Okay, ihr guidet. So, komm, wir machen noch Telefonnummer. Also wenn ihr Bock habt, macht einen Termin. Da passen auch schon 2 Leute rein. Ja, ich stehe ja da gerade, deswegen passen die jetzt nicht rein. Aber das ist, also ihr habt einen Hinterhof, 2 Leute, abholen geht immer, versenden geht auch, 0631 8914 89 ist die Telefonnummer. Wir sind in der Glockenstraße in Kaiserslautern. Erster FCK ist hier und alle Fahrräder kann man auch Probe fahren. Frühlingsanfang 2023. Ein denkmalgeschütztes Haus. Und vielleicht, komm, wir machen noch eine Sache. Wir gehen da jetzt nicht rein, ja, aber wir... Die Scott Experience Area oder was? Nee, machen wir jetzt nicht, aber wir zeigen mal, es hört nicht auf. Ihr habt noch einen zweiten Laden dazu gemietet, weil hier sind noch mehr Riese und Müller, Kinderräder von Faller und so weiter und so fort. Das da sieht jetzt wild aus, dass da so viele Räder stehen. Das sind die Räder, die abgeholt werden. Deswegen, also das sind, ja. Das heißt, ihr verkauft schon mal eins? Hin und wieder verkaufen wir ein paar Räder, ja. Super. So, tschüss ihr beiden. Stellt euch mal nebeneinander und tschüss. Tschüss.